Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne in meinem Vortrag so eine bisschen andere Perspektive. Wir waren jetzt sehr im Maschinenraum, haben uns die Tools, die Methoden angeguckt. Wir machen jetzt die ersten Minuten mal nochmal so einen kleinen Zoom-out, bis wir uns dann näher so diesem Thema, wer ist eigentlich diese Startup Factory, nähern und was hat das mit Innovationsmanagement zu tun. Und zwar würde ich ganz gerne ein Thema aufmachen, und zwar, dass wir Innovation in Deutschland neu denken müssen. Und möchte da insbesondere das Thema Deep Tech als vielleicht die größte ungenutzte Chance für unsere Wirtschaft hervorstellen. Und in dem Impuls gerne mit euch zusammen mal draufschauen, wie Forschung, Startups und Industrie gemeinsam wirken können und welche Rolle eben die Startup Factories da einnehmen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das jetzt hinkriege. Ja. Stark, schwach, mittel. So. Genau. Aber bevor wir reinspringen, vielleicht noch mal kurz 2 Sätze zu mir. Aufgewachsen im süddeutschen Raum, viel Zeit in Hamburg verbracht, wo ich aktuell auch meine Base habe. Habe zwischendurch mal in den USA gelebt, unterschiedliche Stationen durchlaufen. Nie so richtig für mich die Branche entdeckt, irgendwie mal bei der Zeit gewesen, dann bei der EnBW, dann nochmal bei Porsche reingeschnuppert. Und irgendwann mal 2019, als ich dann Werkstudent bei der TESA in Hamburg war, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und da kommt sehr viel auch von dem, worüber wir jetzt eigentlich auch gerade sprechen. So irgendwie passiert hier super viel nur intern. Ich sehe die Leute in ihren Kitteln rumlaufen und irgendwie hat mir da der Drive und die Inspiration gefehlt. Und habe aber aus so meinem Freundeskreis, aus meinem Umfeld halt mitbekommen, da gibt es Startups, da gibt es richtig coole Technologien da draußen, sag mal, warum machen wir damit eigentlich nichts intern? Und habe mich dann für meine Masterarbeit mit dem Thema Corporate Startup Engagements auseinandergesetzt. Damals gab es diesen fancy Corporate Venturing Begriff noch nicht so wirklich, zumindest nicht in meiner Welt. Daher habe ich es Corporate Startup Engagements genannt und mich da intensiv ein Dreivierteljahr einfach mit diesem Thema beschäftigt. Sag mal, wie kann eigentlich ein etabliertes Unternehmen die Innovationskraft da draußen irgendwie ins Haus holen? Und das war für mich auch so der Triggerpunkt, wo ich gemerkt habe, wo ich eigentlich hin möchte. Ich möchte genau an diese Schnittstelle zwischen irgendwie etablierter Welt und neuer Welt und bin dann bei einem amerikanischen Player, Plug and Play gelandet, war dort 3,5 Jahre für die Startup Autobahn tätig. Das ist eine offene Innovationsplattform für die Automobilindustrie in Stuttgart. Dann nochmal 2 Jahre in Hamburg, wo wir viel im Bereich Wasserstoff und Logistik gemacht haben. Und in diesen 5 Jahren hatte ich wirklich das Privileg, mit ganz, ganz großen Marken zusammenzuarbeiten, da mal wirklich tief reinzugehen, auch teilweise die allerersten Schritte miteinander zu gehen. So eine NXP zum Beispiel hat bis dato noch nichts mit Startups gemacht und dann sind wir die ersten Schritte zusammengegangen. Das war auf jeden Fall eine super lehrreiche Zeit. Ich konnte viel auch von dem, was Frederik gerade mitgeteilt hat, auch nur unterschreiben. Und durfte auch auf ein paar internationalen Projekten arbeiten und genau, von daher brenne ich für dieses Thema und darf jetzt seit März diesen Jahres bei Futury das Thema Industrieprogramme und Partnerschaften leiten und werde im Laufe der Präsentation auch nochmal darauf eingehen, wer eigentlich Futury ist und was es mit dieser Startup Factory auf sich hat. Und nochmal so ein kleiner Schwenk nach rechts. Wenn ich nicht hier stehe oder im Namen von Futury spreche, habe ich eine große Leidenschaft, das ist die Musik. Ich veranstalte seit 12 Jahren zusammen mit Freunden von mir aus der Heimat ein Musikfestival. Das heißt, wer nachher nicht über Innovation, sondern über Techno und Musik sprechen möchte, der kommt dann gerne zu mir. Und bevor wir jetzt aber irgendwie in das Thema Musik und gute Laune abdriften, hier mal ganz kurz ein kleiner Showstopper. Und zwar ist vor ein paar Wochen, ja, im Herbst der Reform, der globale Innovationsindex rausgekommen. Ich denke mal, es sind ja alles Innovatoren hier, von daher habt ihr das bestimmt mitbekommen. Leider ist Deutschland aus der Top 10 gefallen. Also irgendwie so dieses Credo, Land der Erfinder, das bröckelt irgendwie. Und gleichzeitig hat aber die Studie auch aufgezeigt, dass wir bei dem Thema Forschung und Patente nach wie vor unter den Top 3 global sind. Und so zusammengefasst kann man sagen, wir forschen Weltklasse,
aber wenn es um das Thema Gründen geht, weiß nicht, spielen wir vielleicht Kreisklasse, Landesliga, irgendwo dort sind wir unterwegs. Und um das irgendwie auch zu verstehen, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, würde ich ganz gerne mit euch einen kleinen Ausflug machen, so in die Vergangenheit. Und ja, ich meine, nach dem Krieg hat Deutschland das gemacht, was es immer konnte, Ingenieurskunst. Wir haben uns auf Maschinenbau, auf Chemie, auf Automobil fokussiert, was dann auch das Rückgrat unserer Industrie und unserer Gesellschaft irgendwie gebildet hat. Und der Erfolg in dieser Zeit basierte eben auf Systematik und Präzision. So, da ging es nicht irgendwie um radikale Innovation. Und dann auch später in den nächsten Jahrzehnten haben wir diese Prozesse perfektioniert. Wir haben aber leider verlernt, wirklich Risiken einzugehen. Und dann kam auch noch die Globalisierung und die Digitalisierung hinzu. Ja, und mit was waren wir beschäftigt? Damit halt Modelle noch effizienter und noch optimierter zu gestalten. Und bei diesen Themen Software, Internet, Plattformen, das haben wir einfach anderen überlassen. Dann kamen in den nächsten Jahren eben auch noch Umbrüche dazu, wie der Klimawandel, die Energiekrise, die fortschreitende Digitalisierung. Dann gab es mal so aufflammend Industrie 4.0. Das war so ein Versuch, glaube ich, um Anschluss zu finden, aber ja, war eher, glaube ich, so ein Nachziehen als wirkliches Vorangehen. Und ja, dann kam die Pandemie, an die wir uns, glaube ich, alle auch noch schmerzhaft erinnern können. Ja, und in dieser Zeit ist gar nicht so weit weg von hier was passiert. Und zwar hat ein Mainzer Unternehmen, BioNTech, gezeigt, was eigentlich passieren kann, wenn Forschung, Kapital und Mut zusammenkommt. Ja, und also so, ich gucke da drauf so ein bisschen wie so ein Hallo-Wach-Moment oder vielleicht auch ein Wendepunkt, der gezeigt hat, dass Deep Tech, also forschungsbasierte Technologie, tatsächlich zu echter Transformation führen kann. Und aus der Welt, in der wir viel unterwegs sind, wird für uns eine Vision immer klarer. Unser altes Geschäftsmodell Made in Germany, das funktioniert so nicht mehr weiter, sondern es geht jetzt darum, alles auf dieses Thema Invented in Germany zu fokussieren. So nach dem Slogan Wissen als Rohstoff und Forschung als Treiber. Und Deep Tech ist irgendwie auch gerade in aller Munde, aber es ist kein Trendwort oder Buzzword, sondern wir sehen das wirklich als Fundament für super vieles. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Klimatechnologien, all diese Technologien, die bestimmen unsere Zukunftsfähigkeit. Und natürlich sind die komplex, extrem kapitalintensiv und wir brauchen einen langen Atem. Aber wenn man es richtig macht, dann ist der Impact wirklich enorm. Und sie sichern uns die Souveränität, sie fördern Nachhaltigkeit und stärken auch die Resilienz unserer Industrie hier. Und auch hier in der Region, gerade an dem Beispiel BioNTech ja schon irgendwie dargestellt, entstehen wirklich super klasse Deep Tech-Unternehmen. Wir müssen gar nicht so weit schauen. Ilotherm zum Beispiel, ein Spin-off aus der TU Darmstadt, die arbeiten an hochenergieintensiven LEDs, die in der Zukunft vielleicht in der Lage sind, unsere Brennöfen zu ersetzen, weil sie Keramik, Stahl, all das schmelzen können. Wingcopter, die an autonomen Lieferdrohnen arbeiten, die hier in der Region schon über 100 Arbeitsplätze geschaffen haben. Oder Focused Energy, die zu den Top 3 deutschen Fusions-Startups aktuell gehören, die allein letzte Woche von der RWE 10 Millionen Euro eingesammelt haben als strategisches Invest, um gar nicht so weit weg von hier in Biblis so eine Art Fusion Energy Innovation Campus aufzubauen. Also es passiert super viel und ich bin auch der Meinung, wir haben das Potenzial, wir müssen es eben nur systematisch aktivieren. Und zur Wahrheit, ich glaube, mir wird da geholfen von da hinten, das ist sehr gut. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir eben kein Erkenntnisproblem haben. Ich glaube, wir sehen das alle und wir sind super darin, auch schlechte negative Headlines zu schreiben. Aber wir haben einfach ein Transferproblem in Deutschland. Wir schaffen es nicht, die Themen aus dem Labor in den Markt zu bringen. Und ich weiß nicht, einige von euch haben vielleicht auch diese Statistik und diese auseinandergehende Schere schon gesehen. Wir sind in Deutschland extrem gut im Investieren und Ausgeben in Forschung und Entwicklung. Da sind wir wirklich mit den anderen Playern global gesehen
auf einer Ebene, wenn nicht sogar eine Nasenspitze weit vorne. So, auch bei dem Thema Patente, Forschungsergebnisse hatte ich auch schon angesprochen. Da sind wir auch noch sehr weit zusammen. Wo es dann aber natürlich auseinandergeht, ist, wenn es in die Kommerzialisierung geht. Wenn es wirklich darum geht, aus einer Idee, aus einer Forschung auch wirklich ein Geschäftsmodell zu erstellen. Und ja, unsere Forschenden gehören nun mal zur Weltspitze. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur jedes 200. Deep Tech-Projekt aus der Forschung in der Gründung landet. Und mein Resümee daraus ist, wir müssen nicht schlauer werden. Ich bin der Meinung, wir haben viele, viele schlaue Menschen hier in diesem Land, aber wir müssen mutiger und wir müssen besser vernetzt werden. Und genau hier setzt ein neues Konzept an, eine Initiative, wie auch immer man es nennen möchte, neu in Anführungszeichen, weil wir eigentlich einem Blueprint folgen. Seit dem 1. Oktober werden deutschlandweit 10 sogenannte Startup Factories gefördert. Zu Teilen vom BMWE und zum Teil auch getragen durch private Unternehmen aus der Region. Und die Mission dieser Startup Factories, die wirklich quer über die Bundesrepublik verteilt sind, ist es, aus wissenschaftlicher Exzellenz echte Innovationen zu machen, nach dem Vorbild der Unternehmertum in München, die wirklich seit 20 Jahren hier diese sag ich mal, wirklich im Factory-Stile eine Maschinerie aufgebaut hat, die es Jahr für Jahr schafft, 50, 60, 70 relevante Deep-Tech-Unternehmen auf den Markt zu bringen, die Innovationen in den Markt bringen, die Arbeitsplätze schaffen und die auch irgendwie Deutschland in diesem Innovationsranking leicht irgendwie nach oben bringen. So, das ist sozusagen der Blueprint, das Ziel, was wir verfolgen. Und die Aufgabe der Startup Factories ist es eben, Forschung, Talente, Kapital und Industrie zusammenzubringen, Strukturen zu schaffen, in denen Gründungen aus der Wissenschaft systematisch entstehen können. Und ich sehe das auch nicht irgendwie als ein weiteres Förderprojekt, auch wenn ich mich so aus diesen ganzen politischen Diskussionen da immer sehr gerne raushalte und einfach meinen Job mache, sondern ich sehe das als eine Art Anschubsfinanzierung, die uns dabei helfen wird, hier einen wirklichen Kulturwandel auch irgendwie hinzukriegen. Dass wir das, was an den Unis passiert und was die Wirtschaft braucht, hier wirklich irgendwie Hand in Hand denken und dass wir eben weg vom Zufall hin zu einem reproduzierbaren Innovationsprozess kommen. Und hier in Rhein-Main machen wir das mit Futury in einem sehr, sehr starken Konsortium aus universitären Partnern, die Frankfurt School, die Goethe, die TU Darmstadt und die Gutenberg in Mainz gehören zu unseren Gesellschaftern. Wir als Futury sind aktuell ca. 20 Leute. Wir haben noch einen Investmentfonds in Höhe von 40 Millionen, der auch bereitsteht, um hier in der Region eben in Startups zu investieren. Und ganz wichtig, wir haben unglaublich viele und tolle Unternehmenspartner, unter anderem auch eben die Commerzbank, die uns in diesem Projekt über die nächsten 5 Jahre unterstützt und uns dabei eben hilft, Brücken zwischen Forschung, Talenten und Industrie zu bauen. Und hoffentlich schaffen wir es eben mit Futury und mit diesem Startup Factory Ansatz zu einer Art Katalysator hier in der Region zu werden, der das beschleunigt, was irgendwie zu langsam war und Wissen eben auch endlich zur Wirkung macht. Und unser Ansatz dort ist es, dass wir Unternehmen, Forschern, Startups entlang ihrer kompletten Journey das passende Angebot schaffen möchten. Egal ob Prototyp, Pilotprojekt oder eben Kontakte zu Investoren. Wir brauchen hier einfach eine stärkere Vernetzung. Und wichtig ist auch, dass das natürlich nicht alleine funktioniert, sondern nur im Gemeinsamen. Und da kommt die Industrie, unsere Partner auch ins Spiel, die wir nicht als Sponsoren oder eben als Zuschauer in diesem ganzen Prozess sehen, sondern als ganz klaren Co-Innovator, der hier gemeinsam auch was dafür tut, dass dieser Standort irgendwie innovativer wird. Und gemeinsam mit den Partnern definieren wir unterschiedliche Eventformate, Prozesse, Veranstaltungen,
um genau das zu erreichen. Und wir haben über das Thema Venture Clienting jetzt viel gesprochen. Das ist natürlich auch ein Ansatz, den wir systematisch hier verfolgen wollen. Wir möchten aber auch stark in das Thema Hackathons reingehen, wo auch Themen einfach mal explorativ irgendwie kreativ gelöst werden können. Und möchten auch gerne mit einem Trendradar die Themen, die eigentlich in den Universitäten passieren, auch den Unternehmenspartnern zugänglich machen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, was ist für mich relevant, wo kann ich da eigentlich mit einsteigen. Und Unternehmen können sich so eben als Mentoren platzieren, als Co-Innovatoren und hier mit unterstützen, Wissenschaft eben in den Markt zu bringen. Und einige Formate sind auch tatsächlich schon live oder bereits in Planung. Wir sammeln aktuell Themen ein für einen Hackathon, den wir Anfang November durchführen werden, wo das Ziel ist, 100 Studierende aus der Region, aus Fachbereichen wie irgendwie Machine Learning, Computer Science, IT zusammenzubringen, die dann auch wirklich realen Unternehmenscases, erste MVPs und Lösungen bauen. Diese Woche führen wir 10 Teams in einem systematischen Prozess hin in Richtung Spin-off, Gründung. Was braucht es eigentlich ein Mindset für einen Forscher, für eine Forscherin, aus der Idee, aus dem Paper wirklich in die Gründung zu gehen? Werden davon Define unterstützt und wir gehen auch schon in die ersten Projekte, wo wir auch gezielt Startups mit den Corporates eben zusammenbringen möchten, über wieder die Methode des Venture Clientings. Und wir sehen die Startup Factory als nicht einfach nur ein weiteres Puzzleteil in eurer Toolbox, sondern am Ende des Tages bauen wir hier ein Ökosystem auf. Wir möchten Unternehmen die Türen öffnen in eine große offene Innovationslandschaft, die aus Forscherinnen, aus Talenten, aus anderen Industriepartnern besteht, die auch offen sind, miteinander zu arbeiten und eben Zugang zu Ideen, Technologien und Talenten zu ermöglichen, bevor diese den Markt erreichen. Und so eine Abschlussformel, die ich gerne noch auf den Weg geben möchte, und ich hoffe, dass die Innovationsabteilungen, alle Innovatoren in dem Raum, die auch irgendwie verinnerlichen und in der Arbeit berücksichtigen, weil meiner Meinung nach sind alle Tools, alle Methoden am Ende des Tages auch wirklich nur so gut wie die Leute, die sie umsetzen, die Leute, die zusammen auch an den Themen arbeiten, die gemeinsam die Innovation treiben möchten. Von daher wünsche ich uns allen ganz, ganz viel Mut in den nächsten Jahren. Zugang zu Wissenschaft, schaut immer wieder mal, vielleicht habt ihr schon die ein oder anderen Partnerschaften mit Universitäten, da schlummert unglaublich viel Potenzial und am Ende des Tages geht es auch nicht ohne Transfer, nur wenn diese Ideen und Projekte auch wirklich in den Markt kommen und da sind insbesondere etablierte Player, ohne die wird es nicht funktionieren, ohne deren Marktzugänge, ohne deren Know-how. Von daher unterschreibe ich auch das, was Frederik gesagt hat. Ich glaube, die Zukunft ist so ein Mix aus ganz, ganz vielen Tools und Methoden. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ich ein bisschen Mut mitbringen konnte, dass wir auch gemeinsam nochmal kurz in die Vergangenheit geguckt haben, aber jetzt optimistisch in die Zukunft schauen und gemeinsam was für dieses Land tun. Vielen Dank.